Moin Leute, ich bin Julian, 29 Jahre alt. Ihr kennt mich sicherlich schon aus dem ersten Transformationsvideo. Ich bin hier im wunderschönen Altona mit meinem Kollegen Max. Dominik sagte, ich soll mal ein paar Fragen vorbereiten. Das haben wir getan und Max und ich beantworten die jetzt. Viel Spaß beim Video. Ja, wir sind hier mit meinem Kollegen Maxi. Wir kennen uns jetzt auch schon seit über 3,5 Jahren. Maxi, weißt du überhaupt, warum wir hier sind? Gelockt wurde ich eigentlich damit, dass ich ein paar Schüsse aufs Tor absetzen soll. Aber Jetzt ist ein Interview draus geworden. jetzt ist ein Interview draus geworden. Ja, Maxi, du warst ja von Anfang an in dem Prozess mit dabei. Ich habe dich ja eingeweiht. Soll ich auf ein Haarsystem gehen? Soll ich mir vielleicht die Haare transportieren lassen? Ich habe dich von Anfang an bis zum Ende mit eingeweiht. Jetzt weißt du ja, dass ich ein Haarsystem trage. Hättest du dir eigentlich vorstellen können, dass das beim Fußball auch so hält, wie ich es quasi versprochen bekommen habe? Also ich konnte mir unter Haarsystem überhaupt gar nichts vorstellen, um ehrlich zu sein. Das war das erste Mal, als ich von dir davon gehört habe. Ja, nur habe ich dich jetzt ein paar Mal Fußball spielen sehen und ich muss sagen, es sieht erstens extrem gut aus und anscheinend hält es auch das, was es verspricht. Welche Frage ich mir die ganze Zeit gestellt hatte, ist auch während des Spiels, muss man gewisse Vorbereitungen eigentlich treffen? Wie achtest du darauf, dass alles sitzt, hält und du dich wohlfühlst? Also Vorbereitung musst du auf jeden Fall treffen. Ich würde sagen, ich wechsle mein Haarsystem alle 7 bis 9 Tage, was doch schon relativ lange ist, wenn man bedenkt, dass ich 4 bis 5 Mal die Woche Training habe plus Spiel und gerade jetzt im Sommer bei 30 Grad doch schon das eine oder andere Mal schwitze. Aber ansonsten ist es komplette Routine. Ne? Ich mache mir morgens ganz normal die Haare wie jeder andere auch. Klar achtet man darauf, dass vielleicht das an der einen oder anderen Stelle noch klebt, so nach 5, 6, 7 Tagen. Aber bis jetzt habe ich super Erfahrungen mitgemacht, habe keinerlei Probleme, sowohl beim Training als natürlich danach auch beim Duschen etc. Also die ersten 7 Tage sind für mich völlig normal. Klar, dann muss ich immer das Haarsystem wechseln, aber das ist mittlerweile nach 9 Monaten auch super viel Routine geworden und bin super zufrieden. Und falls ihr euch fragt, welche Tapes ich benutze die Mini-Tapes, sowohl hinten als auch vorne in der Front. Ich bin jetzt gerade im Sommer 2-mal im Monat bei Heidecke zum Service. Zum Winter mache ich das nur einmal im Monat, ja, weil man einfach nicht so viel schwitzt und die Abnutzung des Haarsystems nicht so extrem ist. Und im Sommer gönne ich mir den Luxus, 2-mal im Monat zu Heidecke zum Service zu gehen. Ihr könnt natürlich aber auch jederzeit euer Haarsystem selbstständig zu Hause wechseln. Bei mir ist es einfach den Luxus, den ich mir gönne, 1 bis 2 Mal im Monat zu Heidecke zum Service zu gehen. Aber wenn es mal schnell gehen muss, wechsle ich das Haarsystem auch selber zu Hause. Das ist gar kein Problem. Ja genau, dann kam ja irgendwann der Tag, wo ich dir eigentlich auch von erzählt hatte, dass ich mir das Haarsystem oder dass ich die Haare abrasieren lasse und das Haarsystem raufsetzen lasse. Bin dann zur Arbeit gekommen und wie war dein erster Gedanke, als du es gesehen hast? Ja, ich weiß es noch ganz genau, als du gekommen bist. Und ich muss sagen, das war ein ganz verrücktes Gefühl irgendwie, weil ich kenne dich noch mit der alten Frisur und quasi mit einer richtigen Frisur dich dort kommen zu sehen. Und man muss ja auch sagen, ich meine, du hattest ein Lächeln im Gesicht, ja, du warst richtig, richtig happy. Ich glaube, es war für dich ein bisschen ungewohnt, da zu kommen, weil wir auch alle gerade gemeinsam draußen saßen und du quasi auf uns zugesteuert bist. Aber ich muss sagen, es war am Anfang etwas ungewohnt, aber ich habe mich sofort im Prinzip damit anfreunden können. Es sieht herrlich, das sieht richtig gut aus und ich kann es mir, wenn ich mir die alten Bilder anschaue, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, wie das eigentlich vorher war. Also gefällt mir richtig gut und kann ich nur empfehlen. Perfekt. Ja, Maxi, jetzt hast du die Chance, vor der laufenden Kamera mir eine Frage zu stellen. Gibt es irgendwas, was du mich schon mal fragen wolltest zum Haarsystem, was dir bis jetzt auf der Seele gebrannt hat, aber du dich irgendwie noch nicht getraut hast oder vergessen hast zu fragen? Also ich muss sagen, du bist ja schon recht bekannt in Hamburg. Also man kennt dich ja als Fußballer und mit Sicherheit kenne ich auch ein paar Kollegen von Altona, noch von früher, wie du da ausgesehen hast. Und mich würde es mal wirklich interessieren, ob du unter der Dusche bei den Jungs besser ankommst. Also ehrlicherweise, ich habe das so proaktiv noch gar keinem hier erzählt. Klar, meine alten Mannschaft, als ich zum Training gekommen bin, wusste es jeder, hat es jeder gesehen. Da konnte ich es nicht verheimlichen. Da war es natürlich beim ersten Duschen schon so, hält das alles, aber wie ich schon gesagt habe, gar kein Problem. Und hier in Altona hat mich wirklich noch keiner darauf angesprochen. Nach dem Video werden es sicherlich alle wissen, das ist auch völlig fein. Ich gehe da auch völlig offen mit um. Aber proaktiv, ich meine, wenn mich keiner darauf anspricht, denke ich mir immer, das sieht so natürlich aus. Lass die Leute denken, dass es dann echt heiß.
Nee, von daher in der Dusche mit den Jungs alles gut. Kommt vielleicht ein bisschen besser jetzt an als vorher, wo ich mir die Haare mal zur Seite gekämmt habe. Und bin halt super selbstbewusst dadurch geworden. Ja, Dominik, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit meinem Frage-Antwort-Spiel. Max, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, auch wenn ich dich so ein bisschen überfallen habe. Ich habe dem Jungen gesagt, du musst noch ein paar Bälle aufs Tor schießen. Jetzt sitzt er hier und muss ein Interview führen. Nee, wirklich vielen, vielen Dank vom Herzen. Hat mich sehr gefreut. Genau, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann bietet Heidecke ja in Social Media genug Möglichkeiten, wo ihr kommentieren könnt, Fragen stellen könnt etc. Oder ruft einfach unter der Telefonnummer an und bucht euch ein Beratungsgespräch. Ich bin super zufrieden, von daher kann ich das jedem nur empfehlen, sich zumindest mal einen Beratungstermin zu buchen. Und danach ist die Entscheidung auch quasi schon genommen, weil man sieht, wie es bei anderen Leuten aussieht, wie natürlich das ist. Und von mir jetzt die Erfahrung, dass es selbst beim Fußball hält, dass es selbst von anderen ganz normal angenommen wird. Ich bin super zufrieden und würde euch genau dasselbe wünschen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich denke mal, wir sehen uns noch ein weiteres Mal. Und bis dahin, alles Gute.